Im heutigen Wochenfazit zur 4. Märzwoche 2023, das Quartal ist gleich rum, geht es um ein Thema, das mich schon als Kind begeistert hat, nämlich Faszination Allrad. Heute sehe ich es natürlich nochmal ein ganzes Stück anders, aber damals als kleiner Junge sah ich eben den Unterschied zwischen unserem kleinen Traktor, der 2 kleine Vorderreifen hatte, und dem, was unsere großen Nachbarn hier an größeren und mit Allrad getriebenen Traktoren hatten, die im Wald auch kein Problem hatten, auch wenn es ganz schmierig oder steil war. Sie sind einfach überall durchgekommen. Heute sehe ich es nochmal ein Stück tiefer und da ist die Faszination fast nochmal größer, weil man dieses Bild vom Allradgetriebe eben auf ein Team anwenden kann, wo verschiedene Teammitglieder eben Großartiges zustande bringen können. Ja, wir haben schon oft darüber geredet, ich werde da nicht müde, darüber zu reden, aber es sind immer wieder unterschiedliche Aspekte und ich glaube, bei der krassen Auswirkung, die das Ganze hat, darf man ruhig öfters daran erinnern und natürlich auch daran arbeiten, dass ein Team funktioniert. Weil es nämlich darauf ankommt, weil der Erfolg ganz wesentlich davon abhängt. 3 Punkte. Erstens, die gleiche Richtung. Zweitens, jeder gibt. Und drittens, jeder profitiert. Erstens, die gleiche Richtung. Und das Besondere, was noch dazu kommt, das funktioniert natürlich nur, wenn auch das Ganze durch ein starkes Gestell, so wie jetzt beim Traktor oder bei einer Baumaschine, wenn es durch ein starkes Gestell zusammengehalten wird. Wenn jeder hier selber, jeder Reifen für sich selber agieren würde, dann wird es bald auseinanderbrechen. Genauso wenig wie es hilft, wenn irgendein Star in der Mannschaft da ist und die andere Mannschaft schwach ist. Das muss ein Zusammenhalt da sein, aber es muss eben vor allen Dingen diese eine Richtung dann auch da sein. Und wir tun gut daran, vor allen Dingen an dieser gemeinsamen Vision, an dieser Vorstellung zu arbeiten. Und die letzten Wochen waren eben von einigen Dingen gekennzeichnet, die wir voranbringen müssen, so wie ich es letzte Mal gesagt habe, ringen um Klarheit, wo es eben einfach darum geht, seine Entscheidungen auf eine breite Basis auch aufzubauen. Aber dabei muss eben klar sein, dass man in die gleiche Richtung geht, dass man das Gleiche will, dass man sich wirklich auch versteht, dass man wirklich weiß, was der andere will. So habe ich das als besonders toll empfunden. Jetzt auch letzte Woche hat mich wirklich berührt, auch in unserer User- und Entwicklergruppe in Facebook, dass ich manche Sachen noch nie wirklich verstanden hatte und da eben ein besseres Verständnis bekam, weil mir jemand gesagt hat, wo eigentlich sein Problem zum Beispiel liegt. Ja. Und insofern die gleiche Richtung haben, hat viel damit zu tun, dass man sie auch kennt, dass man sie auch austauscht, dass man sich und den anderen tiefer versteht. Zweiter Punkt, jeder gibt. Und das ist das Wunderbare, jeder ist verschieden und jeder kann was anderes geben. Jeder hat unterschiedliche Kräfte, hat einen anderen Horizont und andere Möglichkeiten, andere Kontakte. Also jeder hat was ganz Unterschiedliches einzubringen. Und wenn es dann zusammenkommt, ja, wenn einmal der greift und einmal der greift, mal ist der schwach, mal ist der andere schwach, mal ist der eine oben, mal ist der andere oben und der unten. Und so wechseln eben die Zeiten. Aber egal, wenn nur eines der 4 Räder dreht und irgendwie Boden unter den Füßen hat,
dann geht es vorwärts. Und dann macht ihr ein Stück und dann greift der andere wieder. Und so ist es wirklich faszinierend. Schaut es euch mal an. So Videos, das ist irgendwie einfach cool. Sie kommen vorwärts zusammen, weil eben jeder sich einbringt. Da darf man sie natürlich auch nicht so wichtig nehmen. Das ist eben wie in einer Mannschaft. Es geht nicht darum, dass ich die Tore schieße unbedingt, sondern es geht darum, dass die Mannschaft gewinnt. Jeder profitiert. Ja, wie wunderbar, dass dann zum Schluss alle jubeln und man sich freut. Klar, man weiß, ich habe einen Beitrag geleistet, aber letztlich kam das Ergebnis, der Erfolg, nur gemeinsam zustande, weil jeder sich eingebracht hat. Und so ist dieses sich geben, das seliger ist übrigens als nehmen, dieses sich geben führt zu einer wunderbaren Win-Win-Situation, von der alle eben was haben und auch lernen. Ja, es hat viele Aspekte, dieser Teamgedanke, und ja, ich möchte es nie missen. Das ist eines meiner schönsten Erfahrungen, auch im Arbeitsleben, aber auch im Privatleben, dass man wirklich zusammen eben was schafft, was vorwärts bringt und sich eben dessen bewusst ist, dass mal der eine stark ist und der andere schwach und es auch ganz normal ist. So ist das auch mit den Eltern und mit den Kindern gemeint, die am Anfang die Kinder, die von den Eltern und von der Mutter profitieren, die da ganze Nächte am Bett des kranken Kindes sitzt. Aber irgendwann ist es umgekehrt. Da sitzt das Kind, groß geworden, am Bett der kranken Mutter. Und so schafft diese Verbindung, diese eine Richtung, diese eine Gesinnung eben gemeinsam was Großartiges. Und ja, ganz anders als der Teufel, der nach dem Prinzip hier die Welt regiert und beeinflusst, teile und herrsche, indem er von jedem Krieg einfach will, weil er dadurch am meisten aktiv sein kann, am meisten seine Ziele irgendwie durchsetzen kann. Ich spreche jetzt nicht von Teilen und Herrschen, wenn es um schwierige Aufgaben geht, ja, oder um schwierige Dinge, wenn man ein gutes Ziel hat. Aber unser Prinzip lautet: verbinde und überwinde. Das ist der Schlüssel, der nicht nur zum Erfolg führt, sondern der uns wirklich glücklich macht und die Erfolge dann gemeinsam feiern lässt. In diesem Sinne, euch ein gesegnetes Wochenende und eine gute Woche dann, wieder neu gestärkt, und auch denkt drüber nach. Ihr habt einander und seid dankbar füreinander und versucht alles zu klären und in eine Richtung zu gehen. In diesem Sinne, euer Nikolaus Obersteiner. Bis zum nächsten Mal.